Okay, jetzt hatten wir uns privat schon mehrfach darüber unterhalten, dass natürlich so the social contract zwischen dem Staat und dem Bürger in jedem Land anders ist und die Erwartungshaltung, die ein deutscher Bürger an den Staat hat und was dann der Staat leistet, in Deutschland sehr anders ist, als es zum Beispiel in Großbritannien ist. Das fand ich vor allen Dingen in den letzten 2 Jahren, die wir in Deutschland verbracht haben, sehr interessant zu sehen. Dass die Annahme, der Staat wird sich um mich kümmern, ist in Deutschland sehr verankert in der Bevölkerung. Während in Großbritannien ist es so ein bisschen so ein Schulterzucken, naja gut, wir gucken mal und vielleicht helfen sie mir und wenn sie mir nicht helfen, naja, dann kümmere ich mich selber drum. Weswegen wir auch in England viel mehr Privatisierung von Dienstleistungen haben, als wir es zum Beispiel in Deutschland haben. Deswegen so dieses Spektrum, wie viel der Staat leistet und wie viel er nicht leistet, das existiert ja schon. Siehst du denn im Moment irgendwo auch Extreme, wo du sagst, okay, hier haben wir einen Staat, der tatsächlich auf libertären Prinzipien probiert, sich weiterzuentwickeln? Oder sehen wir das noch gar nicht? Naja, also wir sehen natürlich Staaten, die schon immer diese freiheitlichen Prinzipien hatten, wie zum Beispiel die Schweiz. Ja, die Schweiz hat natürlich sehr viele freiheitliche Prinzipien und auch letztlich das Ziel, ja einen kleinen Staat zu etablieren, beziehungsweise auch weiterzuführen. Ein Beispiel ist nehmen wir das Thema gesundheitliche Vorsorge. Die Gesundheitsvorsorge in der Schweiz ist 100% privat. Ja. Das heißt, es gibt private Krankenversicherungen und jeder, der dort lebt, ist verpflichtet, sich zu versichern. Ja. Der Staat schreibt den Versicherungen vor, dass jede Versicherung einen Plan anbieten muss, der bestimmte Pflichtleistungen abdeckt. Ja. Das muss jede Versicherung anbieten, sodass jeder versichert ist. Und dann gibt es alle möglichen Zusatzpläne noch, die dann die Versicherung anbieten können, die dann vielleicht finanzieller attraktiv sind. So. Und für denjenigen, der sich es nicht leisten kann, für den zahlt der Staat dann die Versicherungsprämie. Okay. Und meiner Ansicht nach ist das ein sehr viel effizienteres Modell, als jetzt zu sagen, hier, ich habe dann NHS oder ich habe da halbstaatliche Krankenversicherung wie in Deutschland. Ja. Ja. Sondern natürlich, also ist ja völlig klar, dass der Staat oder die Gemeinschaft, sage ich jetzt mal, verantwortlich ist, sich um die Leute zu kümmern, die notleidend sind. Ja. Ist ja klar. Es würde ja auch, jetzt gerade wenn man für die Wohlhabenden, macht es ja absolut keinen Sinn, sich nicht um die Armen in Anführungszeichen zu kümmern, ja. Weil ansonsten kommt es zur Revolution, ja, und dann hängt dein Kopf auf der Guillotine. Ja. Also ich meine, das kann nicht das Ziel sein. Also jeder Wohlhabende weiß im Grunde, naja, also wenn der Staat nichts macht oder Steuern nicht bezahlt werden oder dafür kein Steuergeld verwendet wird, dann ist es mein Kopf am Ende, der dann da auf dem Schafott landet. Ja. Aber das ist ja doch ein so Grundprinzip der Libertäre oder des libertären Gedankenguts, dass sich jeder um sich selbst kümmert. Und so dieses soziale, ich kümmere mich auch um die sozial Schwächeren, die gesundheitlich Schwächeren, das ist eigentlich nicht Teil des Gedankengutes. Strikt gesprochen vielleicht schon, aber wie gesagt, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, warum mir das Schicksal der weniger Betuchten vielleicht am Herzen liegt. Also der eine ist vielleicht religiös und sagt, ich habe dann religiöse Verantwortung oder ethisch oder hat eine Verantwortung. Aber ich meine, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, am Ende ist auch schlicht und ergreifend Selbsterhaltungstrieb. Ja. Ja. Das heißt also, jeder weiß, dass wenn hier es zu sehr hier ins Ungleichgewicht kommt, dann wird es irgendwann kippen. Ja. Das ist ja völlig klar. Und daher, glaube ich, ist es nicht unbedingt jetzt so, dass jeder, der jetzt libertär ist, hier grundsätzlich sagen würde, man lehnt Sozialleistungen grundsätzlich ab. Aber man muss natürlich sich überlegen, in welchem Umfang sind Sozialleistungen notwendig. Und da gibt es sicherlich auch Exzesse, wo man hier ordentlich was abschneiden kann. Ja. Okay. Du hast über das Gesundheitswesen gesprochen. Wir haben gerade über Sozialleistungen gesprochen. Welche Ideen der Libertären sind für dich persönlich interessant? Was ich auf jeden Fall sehr interessant finde, ist, dass ja Libertäre strikt gegen den Krieg sind und auch strikt gegen militärische Aufrüstung sind. Ja. Ja, also das heißt, wobei die natürlich den Krieg schon, ich sage mal, gutheißen, wenn es jetzt im Falle der Selbstverteidigung ist. Ja. Also zum Beispiel, ganz bekanntes Beispiel, Professor Hayek, von dem ich vorhin gesprochen habe, der hat zum Beispiel ganz klar den Falklandkrieg für gut erhalten, im Sinne einer
Selbstverteidigung. Okay. Ja, dass dort eben Gebiete angegriffen wurden. Kann man sich jetzt kann man über den Falklandkrieg denken, wie man will, ja, aber nur um den Punkt zu erklären. Ja, daher zum Beispiel der Krieg in der Ukraine ist ja ganz klar hier, da geht es um Verteidigung, Selbstverteidigung. Deswegen ist aus meiner Sicht natürlich auch für jeden Libertären hier angesagt, die Ukraine zu unterstützen. Denn wie gesagt, es geht ja um Selbstverteidigung. Es geht jetzt ja nicht darum, so einen Krieg wie den Irakkrieg zu machen. Ja. Natürlich, so ein Krieg ist verwerflich. Ja. Nach libertärem Gedankengut sowieso, aber auch für viele andere Menschen. Ist natürlich so ein Angriffskrieg, wo es um Nation-Building geht und sowas verwerflich. Und solche Kriege geht es vor allen Dingen. Ja. Aber auch einfach, dass man dort, unabhängig jetzt vom konkreten Kriegsfall, auch hier wiederum nicht das Militär überhöht. Wir haben ja so in vielen Staaten, wie zum Beispiel in den USA, eine ganz krasse ideologische Überhöhung des Militärs. Also da wird jeder Soldat Hero genannt, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Im UK ist die NHS ist genauso schlecht. Ja. Also eine Nurse ist eine Nurse, die wird dafür bezahlt, ist ein Job, wie jeder andere Job auch, die ist kein Hero. Ja. Also ich meine, ist genauso falsch, wie das in den USA passiert. Aber dass man einen gesunden Zweifel hat, was eigentlich hier gerade passiert. Also dieses ganze gigantische Rüstungsbudget, was wir haben, zum Beispiel in den USA. Ja. Der kompletter Wahnsinn, der komplette Geldverschwendung. Werden wahnsinnig viele Schulden für gemacht. Ich erinnere mich immer hier, wenn hier in UK, also am Volkstrauertag, dann die Queen so an dem Zenotaph vorbeizieht. Das ist ja ein schreckliches, martialisches Theaterspiel. Ja, es erinnert einen wie ans Römische Reich. Ja, da kommt so der Kaiser da kommt so der Kaiser durch und da wird hier der Soldat gerühmt und so der Militär wird verherrlicht. Ist schrecklich. Ja. Für uns Deutsche ist also gerade the Senators, diese Zeremonie dort ist sehr schwer nachzuvollziehen. Also klar, sowas gibt es in Deutschland gar nicht. Aber ich fand das also es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich so überhaupt verstanden habe, worum geht es ja eigentlich und was will man damit kommunizieren und warum machen wir das Ganze. Für die heutige Zeit und die Probleme, mit denen wir heute konfrontiert sind, über die wir uns in anderen Podcasts schon unterhalten haben und auch privat uns unterhalten haben, was sind so die Probleme, wo du sagst, okay, hier ist ein Problem, mit dem wir heutzutage konfrontiert sind und der libertäre Gedankenansatz hier würde tatsächlich eine attraktive Lösung anbieten. Ja, also wir hatten ja, wobei das ist jetzt letztlich kein gesellschaftliches Problem mehr, weil es ist letztlich gelöst, aber ich meine, wir hatten ja vielfach in den letzten Jahrzehnten so immer das Thema, wer darf heiraten, wer darf nicht heiraten. Ja. Dürfen Homosexuelle heiraten und so weiter und so fort. So, dieses Problem entsteht ja letztlich nur deswegen, weil sich der Staat da einmischt. Ja. So, die Ehe ist älter als jeder Staat, älter als jede Religion. Das ist letztlich in der Natur des Menschen, das ist Naturrecht. Das heißt, hätte der Staat sich grundsätzlich da rausgehalten aus dem ganzen Thema Ehe, wäre es jetzt zu der Diskussion nicht gekommen, weil dann kann heiraten, wer will und es ist nicht Sache des Staates. Also das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich denke, dass der libertäre Ansatz sehr, sehr sinnvoll ist. Der Staat hat nichts verloren, was die Sache betrifft. Dann haben wir jetzt ja gerade auch in Deutschland wieder hier, soll jetzt Marihuana legalisiert werden. Ja. Generell natürlich Libertäre sind für die Legalisierung von Drogen. Ja. Man muss sich ja vor Augen halten, dass bis ungefähr 1920 letztlich alle Drogen legal waren. Ja, und es ist auch nicht so, dass alle Leute hier auf der Straße dann mit Spritz in der Straße lagen und tot waren. Ja, also ich meine, grundsätzlich zu sagen, dass dieser Krieg gegen die Drogen wahnsinnig viel Geld kostet und möglicherweise gescheitert ist, ja, da sollte man sich schon drüber Gedanken machen. Deswegen grundsätzlich die Legalisierung von Marihuana finde ich jetzt keine schlechte Idee. Allerdings natürlich, der Libertäre würde gleichzeitig sagen, okay, du kannst es zurückmachen, aber man muss natürlich auch die Verantwortung übernehmen. Ja. Ja? Also das heißt, ich weiß natürlich, dass jetzt alle Leute, die jetzt hier die Marihuana-Lobby vertreten, immer ganz groß rausposaunen, dass Marihuana weniger schädlich ist als Zigaretten. Es erinnert mich so an die Zigarettendiskussion von vor 50 Jahren, die ich ja nicht miterlebt habe. Da haben auch alle erst gesagt, na, Zigaretten sind ja nicht gesundheitsschädlich und so weiter, bla bla bla. Ja? Das sagt natürlich die Lobby immer. Also ich würde als Staat sagen, okay, wir legalisieren das, aber der Staat muss hier für irgendwelche Schäden nicht aufkommen. Ja? Okay. Also wenn du Marihuana rauchen willst und da entstehen Schäden dadurch, da brauchst du eine private Krankenversicherung und da kannst du dann extra bezahlen. Weil das ist ja ähnlich wie mit der Diskussion um Zigaretten und um Alkohol und Obesity, also Übergewicht, die wir in England haben, dass
du darfst rauchen, du darfst trinken, du darfst so viel Junkfood, wie du essen, wie du möchtest. Aber wir tragen die Konsequenz in vielen Fällen dafür. Und das ist dann natürlich, wo es so ein bisschen tricky wird. Dürfen wir etwas einschränken, wenn wir alle die Konsequenz dafür tragen? Ja, wobei, wie gesagt, das sehe ich jetzt nicht so, weil, wie gesagt, ich stimme dir zu, das sind alles Probleme. Aber ich würde ja nicht zu dem bestehenden Problem dann hier noch ein weiteres Problem ganz bewusst dann hinzufügen. Ich würde sagen, okay, wir müssen irgendwie schauen, was wir mit diesen externen Problemen machen, aber deswegen neue Substanzen dann anders behandeln und es dort richtig machen. Okay. Ja? So ein weiteres Beispiel, es gibt ja in UK eine ganz große Kampfhund-Diskussion gerade. So, der Libertäre würde einfach sagen, okay, also jeder Hundebesitzer braucht eine richtige Versicherung und die Versicherung für einen Kampfhund kostet dann 5.000 Pfund im Jahr. Ja. So, dann kannst du ja schauen, wer sich noch leisten kann. Ja. Praktisch keiner. Ja. Also all die Chaoten und all die Loser, die jetzt diese Hunde haben, um letztlich ihre Männlichkeit aufzupäppeln, können sich dann keiner mehr leisten. Also es wäre ein Problem, was sich sehr einfach durch den Markt lösen lassen würde. Ja. Ja? Im Übrigen das Gleiche würde ich bei Schusswaffen machen in den USA. Ja. Jeder, der eine Schusswaffe hat, muss eine Versicherung haben, die für entsprechende Schäden aufkommt. Okay. So, und wenn du halt ein AR-15 haben willst, so ein Sturmgewehr, dann kostet die Versicherung $5.000 im Jahr. Okay. Ja. Da kannst du dir mal vorstellen, wer das dann noch macht. Wer das dann noch machen kann. Summa summarum, könnten viele Probleme gelöst werden und würde sich die Lage von allen tatsächlich bessern, wenn wir mehr libertäres Gedankengut in unsere Politik einfließen lassen würden. Das libertäre Gedankengut heißt ja letztlich, dass der Markt vielfach eine Lösung bietet schon für Probleme. Ja. Weil immer dann, wenn jemand Geld verdienen kann, dann ist die Kreativität letztlich immer gegeben. Es wird immer jemand geben, der sich überlegt, wie kann ich damit im Grunde was verdienen? Und auf diese positive Kreativität kann man sich tatsächlich vielfach verlassen. Ja. Ich glaube nicht, dass das immer funktioniert. Also ich habe meinen Zweifel zum Beispiel an Versorgungswerken, Energieversorgungswerken. Wir sehen das ja auch in UK. Ja. Hier gibt es ja große Skandale hinsichtlich der Wasserversorger, Stromversorger und so weiter, dass die nicht investiert haben, dass sie die Läden dort finanziell ausgehöhlt haben und so. Ich persönlich fand es mutig von der damaligen Regierung, diese zu privatisieren und das zu probieren. Ja. Aber gleich mit den Zügen auch. Aber man muss vielleicht zu dem Schluss kommen, dass es nicht funktioniert. Ja. Sondern dass einfach hierdurch dann, das sind so kritische Komponenten letztlich der Infrastruktur, dass man die auch mit Verlust eben als Staat betreiben muss. Man wird nie in der Lage sein, möglicherweise ein Zugnetzwerk, ein Schienennetzwerk anzubieten, sodass es profitabel ist. Ja. Ist praktisch, erscheint mir sehr schwer. Aber wir brauchen trotzdem Züge. Aber wir brauchen trotzdem Züge, klar. Ja. Das gleiche auch mit Energieversorgung. Ja? Also scheint mir sehr schwer zu sein, Abwasser und sowas hier letztlich als Businessmodell tatsächlich betreiben zu können. Ja. Ja. Aber es muss trotzdem funktionieren. Ja. Ja, also daher denke ich glaube nicht, dass der Markt immer die Antwort ist. Aber bei vielen Punkten, wo wir heute Schwierigkeiten haben, glaube ich schon, dass der Markt Antworten bieten kann. Okay, eine Idee, wo du sagst, diese Idee, die könnte davon profitieren? Ja, okay. Eine Idee. Und das haben wir jetzt immer wieder gesehen, ist das Thema Elektroautos. Okay. So wie zum Beispiel Tesla. Ja. Also ich weiß, dass in Deutschland Tesla gigantische staatliche Subventionen bekommt, aber in den USA bekommt sie das nicht. Ja. Und trotzdem sind die Autos auf Morde ausverkauft. Ja. Ja? Also hier hast du die Kreativität des Marktes genommen, ein begehrenswertes Produkt zu schaffen, was gleichzeitig gut für die Umwelt ist. Wobei wir jetzt nicht darüber reden müssen, dass die Komponenten, die bei Elektroautos verwendet werden, momentan schon klar. Noch. Ja, aber das ist halt so passiert Innovation. Vom Markt gelöst werden, mit privatem Kapital gelöst werden, ohne dass hier letztlich staatliches Kapital notwendig ist. Okay. Jetzt, wenn man auf YouTube libertäre eingibt, bekommt man viele Videos und wenn man sich die Kommentare anschaut, viele, viele Kommentare. Deswegen bin ich mal gespannt, was Leute uns als Feedback zu diesem Podcast geben. Sebastian, vielen, vielen Dank für die ganzen Informationen. Total interessant, deine Eindrücke und deine Ideen zu diesem Thema zu bekommen. Danke. Gerne. Seit Jahrzehnten kämpfen wir dafür, dass die Zigarettenindustrie Werbung machen kann, dass Zigaretten immer teurer werden
Und jetzt nochmal ein neues Rauchprodukt erlaube ich jetzt mal. Nee, aber ja gut, okay, das macht Vapen. Ja aber das fand ich total interessant, weil, wo waren wir letztens? Ach, auf der Konferenz, da war tatsächlich eine junge Frau in ihren 20ern und die rauchte richtig. Was ich, also seit Jahren nicht mehr gesehen habe, dass jemand tatsächlich richtig raucht. In den Pausen ging sie raus und rauchte. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.